Auch ohne Risse ist Marmormehl eine ausdrucksvolle Spachtelmasse. Wie du das hinkriegst, siehst du in diesem Video. Damit sich keine Risse bilden, müssen wir einfach etwas mehr Binder zu dem Marmormehl hinzufügen. Ich habe hier eine Mischung angerührt, die aus 200 Gramm Marmormehl und 200 Gramm Binder besteht. Das reicht für eine Leinwand von 30 x 30 cm. Ich rühre das Ganze schon sehr sorgfältig durch, damit möglichst wenig Klümpchen in diesem Teig sind. Und da man bei dieser Konsistenz der Masse sowieso mit dem Spachtel keine Strukturen erzeugen kann, gebe ich jetzt einfach die ganze Masse direkt auf die Leinwand und verteile es dann erstmal großzügig mit dem Löffel. Trotzdem soll das Werkstück Struktur bekommen und da gibt es einen Trick. Ich nehme mir ein Stück Alufolie, knüttel das ein bisschen und setze das jetzt in kleinen Streifen sozusagen, drücke ich das einmal in diese Masse ab und da merkt ihr, unten drunter passiert ein bisschen was. Das ist nicht steuerbar, gucken ob es gefällt, wenn nicht nochmal abdrücken und so mache ich das jetzt noch an 2 weiteren Stellen. Und es entsteht auf jeden Fall ein bisschen Struktur in dieser Löffelstruktur. Und dann kommt doch noch ein bisschen der Spachtel zum Einsatz. Den rechten Bereich, was dann später der obere Bereich des Bildes sein wird, den möchte ich jetzt noch ein bisschen gestalten. Das heißt, es werden Vertiefungen entstehen und es werden höhere Strukturen entstehen, sodass das also eine recht massive Geschichte ist, wo aber eben keine Risse im Marmormehl selbst sind. Das ist jetzt einfach eine gestalterische Komponente. Probiert euch aus. Man kann auch alles wieder zu schmieren mit dem Spachtel, sodass man also hier volle Gestaltungsmöglichkeiten hat. Diese Spachtelmasse braucht jetzt deutlich länger zum Trocknen, als ihr das sonst von Marmormehl gewohnt seid mit 1 oder 2 Tagen. Mein Werk brauchte tatsächlich eine Woche. Ihr könnt es gut spüren, wenn ihr von unten an die Leinwand fasst und merkt, ob da noch Feuchtigkeit im Gewebe ist oder ob es wirklich schon durchgetrocknet ist. Nach dem Trocknen kann man jetzt gut die verschiedenen Strukturen erkennen. Die gilt es jetzt mit Farbe geschickt zur Geltung zu bringen. Für die erste Farbschicht brauchen wir dann ein bisschen Grün und sehr viel Gold. Und mit dem Gold starten wir auch. Es wird einfach die ganze Fläche mit Gold einmal grundiert.
In diese feuchte Goldschicht setzt ihr jetzt ein bisschen Grün hinein. Dadurch kriegt das Grün einen metallischen Effekt. Das muss nicht gleichmäßig sein. Ich habe es so gestaltet, dass rechts und links an den Rändern wird es also dunkler in dem Grün sein als dann in der Mitte. Und ihr könnt auch mal mit dem leicht trockenen Pinsel über die Strukturen gehen, sodass es also mal etwas mehr und mal etwas weniger das Grün hervorkommt oder das Gold hervorkommt. So wird die Struktur auf jeden Fall lebendig. Nach einem Tag ist euer Werk trocken und jetzt können wir die Struktur mit dunklem Blau nochmal richtig zur Geltung bringen. Ich habe hier ein dunkelblaues Pigment und setze dort destilliertes Wasser hinzu, verreibe das Pigment in dem Wasser, sodass das ein kleiner Farbteig wird, dass also die Pigmentkörner sich im Wasser aufgelöst haben. Wenn das bei eurem Pigment nicht geht, könnt ihr ein bisschen Alkohol hinzusetzen. Wenn das verrührt ist, kommt dann, wenn man die Flasche aufmacht, Acrylemulsion oder Acryldispersion hinzu. Beides ist okay. Es sollte ungefähr die gleiche Menge sein, also im Zweifelsfalle lieber etwas mehr davon zusetzen, sodass eure Farbe dann auch tatsächlich wasserfest ist. Die Farbe, die jetzt entsteht, ist unglaublich intensiv. Das heißt, ich würde sie nicht direkt so benutzen, dann ist alles wirklich nur noch blau, sondern ich nehme mir einen zweiten Teller dazu und nehme jetzt von dem ersten Teller, von diesem Originalblau, einen Teil rüber auf den zweiten Teller und werde dort auf den zweiten Teller dieses Blau verdünnen, sodass wir das dann als Schicht über das Werk auftragen können. Wenn ihr kein Pigment zur Hand habt, dann könnt ihr natürlich auch eine dunkelblaue Acrylfarbe nehmen und die stärker verdünnen, sodass ihr sie jetzt, wie ich hier, mit der Pigmentfarbe flüssig über das ganze Bild streichen könnt. Wenn das Ganze einmal eingestrichen ist, könnt ihr dann mit der Spritzflasche einmal drüber gehen, sodass sich die Farbe ein bisschen anders verteilt. Und dann muss man gucken, wie es gefällt. Ich werde jetzt hier einige Teile ein bisschen abtupfen, in anderen Teilen noch mal ein bisschen Farbe hinzugeben. Das ist jetzt einfach ein Spiel mit dem Untergrund und der Farbe, die jetzt drauf kommt. Und
nach einem Tag Trocknungszeit könnt ihr dann euer Werk lackieren. Da wir sowieso schon diesen metallischen Effekt durch das Gold haben, empfiehlt es sich hier einen hochglänzenden Lack zu nehmen, um auch dieses metallische, dieses glänzende zu erhalten. Ich verdünne den noch ein ganz kleines bisschen mit Wasser, aber nur um einfach eine bessere Streichfähigkeit zu erhalten. Ansonsten kommt er so direkt auf die Oberfläche. Und mit einem Schattenfugenrahmen, der innen schwarz und außen goldfarbig ist, wird das Bild ein richtiges Schmuckstück.